Also, mein Name ist Sandra Brückmann. Ich bin eine der 4 Unit Leads von Intuity und ich leite den Standort in Hamburg für uns, den wir vor rund einem Jahr eröffnet haben. In 2011 habe ich mein Diplom im Interface Design gemacht und habe seitdem auch als Interface Designerin gearbeitet. 7 Jahre lang für eine Agentur in Norddeutschland. Ich bin tatsächlich eine norddeutsche Pflanze. Als Interface Designerin habe ich zunächst einmal wirklich das komplette Paket begleitet für Kunden, sprich wirklich von der ersten Analyse, Research, über die Konzeption, das visuelle Ausgestalten, die Dokumentation und die Begleitung von Softwareentwicklung, Betreuung der Kunden von A bis Z habe ich das immer genannt. 2018 kam dann für mich die Chance, in Hamburg zu arbeiten. Das habe ich dann ergriffen und habe auch dort als Interface Designerin gestartet. Und habe aber vermehrt auch schon das Projektmanagement gemacht und eher strategische Themen und planerische, organisatorische Themen übernommen. Und habe jetzt im Prinzip so eher den Fokus Richtung UX, UI, Designberatung, vor allem aber Prozessberatung, Innovationsprozessberatung und Designprozessberatung und das Einsetzen von Tools und Methoden. Und was ich dann 2020 begonnen habe in der Agentur in Hamburg, ist, dass ich dort als COO gearbeitet habe. Sprich, ich war verantwortlich für den gesamten operativen Bereich und habe den dort geleitet und fand dort ganz spannende Themen, unter anderem Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Personal, aber eigentlich so den gesamten Blumenstrauß, den man ja im operativen Geschäft so haben kann und auch dann bis hin zu den Zahlen und den KPIs. Vor rund 1,5 Jahren haben wir uns als ein kleines Kernteam zusammengetan und haben geschaut mit der Idee im Hinterkopf, dass wir in Hamburg mit gegebenenfalls Projekten, die wir mitbringen, als kleines, fast schon wie eine kleine Boutique sozusagen für ein Unternehmen tätig werden könnten und haben dann gedacht, wir würden total gerne uns als Gruppe bei Intuity bewerben. Mit dieser Idee, einen neuen Standort zu eröffnen. Intuity brachte jetzt wieder diese volle Bandbreite mit und vor allem auch diese Strahlkraft in den Bereichen Innovation. Das hatten wir vorher nicht. Wir haben vorher ganz klar Design gemacht, digitale Produkte entwickelt und gestaltet. Und Intuity war einfach ein super spannender Kosmos. Also von Geschäftsfeldentwicklung, Innovation, ein Lab, Design, Hardware, Software, eigentlich alles dabei. Und so kann man, und das passt auch wieder zu uns und zu mir, auch ganz extrem holistisch denken und auch holistisch arbeiten. Und das war super spannend für uns. Bei Intuity begleiten wir Menschen bei der Entwicklung von Innovationen, also innovative Produkte und Services. Das heißt, unter der Haube sind wir zum einen Designagentur, Innovationslabor und Entwicklungspartner. Unsere Mission ist es, für unsere Kundinnen Wettbewerbsvorteile zu schaffen und dafür setzen wir Design und Technologien ein. Wir wollen immer was Neues machen und immer einen Schritt weiter gehen und wir wollen tatsächlich auch die Menschen begleiten, sprich Treiber, Innovatoren in den Unternehmen mit zum Erfolg führen. Also ab und zu packt uns die Leidenschaft und wir wollen Dinge ausprobieren, sowohl technologisch, aber auch in den Interaktionen und wirklich auch Innovationen mal zu treiben, ohne dass ein Auftraggeber dahinter stecken muss, weil man dann eben einfach viel freier denken kann. Und dann gibt es unsere Werkstatt tatsächlich, wo wir genau solche Dinge ausprobieren können und prototypisch vorgehen können. Und ja, ohne jegliche Anforderungen von außen, sondern eher von den Strategien und von den Anforderungen, die wir uns selber vornehmen, ein Produkt bis hin zu einer Kleinstserie in-house dann fertigen. Ja, letztendlich ist das der Spirit von Intuity. Also diese Werkstatt ist das wahrscheinlich, wo es auch so ein bisschen herkommt. Ich war ja jetzt nicht von Anfang an dabei, aber so wie ich die Menschen dort begreife und wie der Spirit ist und was wir dann letztendlich nicht für uns nur alleine machen, sondern dann ja auch mit unseren Kunden oder AuftraggeberInnen zusammen. Wie gesagt, wir haben ja 2 Standorte. Den Hauptsitz haben wir in Stuttgart und den kleineren neuen Standort in Hamburg. Also in Hamburg konzentrieren wir uns auf die Konzeption, das Design und die Softwareentwicklung von digitalen Produkten und Services. Und wir haben uns auf bestimmte Kernbranchen fokussiert. Zum einen Medizintechnik, dann haben wir Labor dabei, wir haben das ganze Thema Life Science, wir haben Klimasteuerung und Smart Home und Küchen. Letztendlich gibt es gar nicht unbedingt das Lieblingsprojekt, weil wir so neugierig sind und so offen sind und so interessiert sind an diesen ganzen unterschiedlichen Branchen und Themen, die wir so kennenlernen dürfen durch die Projekte und durch unsere Kundinnen,
Dass man das ganz schwer sagen kann. Aber es gibt tatsächlich ein Projekt, was ein Stück weit auszeichnet, wie wir auch arbeiten und wie wir uns auch im Team ergänzen und was für uns einfach sozusagen steht. Aktuell entwickeln wir einen Online-Konfigurator für einen namhaften Kunden in den USA, der Küchen herstellt im Luxussegment. Das ist unter anderem ein Lieblingsprojekt, weil wir tatsächlich auf der grünen Wiese starten durften. Es waren keine Vorüberlegungen da. Wir konnten von der Pike auf mit in die Analyse einsteigen. Wir konnten uns gemeinsam mit dem Kunden zusammen überlegen, was überhaupt die Inhalte sein sollen. Also es gab auch noch keine wirkliche Vision. Es gab eigentlich erstmal nichts. Und wir haben dann angefangen, in Workshops tatsächlich zu überlegen, was die Strategie für dieses Produkt sein soll. Und haben dann sogenannte Maps aufgemacht, um wirklich einmal zu schauen, was alles wäre denn der Umfang eines MVPs. Als dann die Inhalte da waren, haben wir gestartet und die Konzeption angefangen. Und auch da, es war nichts, woran wir uns orientieren konnten. Es war total spannend, weil wir wirklich jegliche Interaktionsform neu denken durften und neu gestalten konnten. Da eine etwas größere Marke dahinter steckt, war das Design spannend für uns, weil auf der Kundenseite eine absolute Designaffinität vorherrscht und damit natürlich auch die Herausforderung, aber auch gleichzeitig der positive Umstand, dass man sich wirklich tief in das visuelle Design einarbeiten muss, aber auch darf und ganz viel Exploration machen darf und ganz viel visuelle Feinfühligkeit und Qualität in dieses Design reinbringen musste. Das heißt, wir haben die Konzeption und das Design immer Hand in Hand gemacht und relativ frühzeitig auch die Softwareentwicklung mit reingenommen, die dann ganz stark verwoben war mit der Konzeptionierung. Das heißt, wir haben ständig in einem multidisziplinären Team eigentlich gearbeitet und tatsächlich auch eher auf Zuruf. Also wir haben in diesem Projekt nicht wirklich viel Dokumentationsaufwände, sondern wir arbeiten dort Hand in Hand. Und wenn eine Lücke besteht, dann wird von der Softwareentwicklung ein Designer angefordert und gemeinsam letztendlich dann Entwürfe ausgearbeitet und diese dann direkt verprobt, weil sie einfach direkt implementiert werden und dann sichtbar sind und dann mit dem Kunden besprochen werden können. Ja, warum ist das unser Lieblingsprojekt oder warum passt das auch so gut zu der Unit Hamburg? Zum einen passt es sehr, sehr gut, weil wir diese enge Verzahnung von Design und Softwareentwicklung haben. Dieses, was ich schon genannt hatte, Hand-in-Hand-Spiel. Das ist etwas, was wir auch strategisch uns überlegt haben, dass wir genau dort die Stärke sehen und auch in den Prozessen die Verzahnung beider Prozesse, um dann wirklich sehr schlank und effektiv zu einem sehr guten Ergebnis zu kommen. Des Weiteren ist für uns dort die ästhetische oder höchste Qualität in der ästhetischen Ausarbeitung wirklich spannend. Für uns geht es um Design-Exzellenz und ein gewisses Level, was Marke auch angeht und den Ausdruck dessen angeht. Nebst der Konzepte, die müssen auch absolut mit bester Usability funktionieren, aber dort ist eben auch nochmal das Visuelle ganz stark gefragt. Ich bin auf das EDZ aufmerksam geworden durch die Design Awards und den Eco Design Award, den UX Design Award und bin mit Markus Turber, unserem Geschäftsführer, zusammen zu einer der Preisverleihungen gegangen und dann wurde ich dort eingeführt. Und seitdem bin ich hier und nutze das Netzwerk herzlich gerne, weil ich es total großartig finde, wie Kreativbranche und Wirtschaftsbranche dort verzahnt werden und es immer wieder den Raum und die Möglichkeit gibt und der auch geschaffen wird und auch moderiert wird, sich zu vernetzen und wirklich auch spannende Themen sich zu erarbeiten bzw. auch inspirieren zu lassen. Eigentlich seitdem ich Designerin bin, also schon ein paar Jahre, interessieren mich Menschen und auch Teams und wie sie zusammenarbeiten, Führungsthematiken, Dynamiken in den Teams und derlei Sachen. Das war immer so eine Metaebene, die bei mir so mitgeschwungen ist. Und ich habe mich ganz früh damit auseinandergesetzt, ist eigentlich das, was ich vorfinde, das, wie man arbeiten sollte? Sind die fachlich wirklich guten Menschen die besten Führungsköpfe? So, solche Themen. Und ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Und eins, was mich sehr inspiriert hat und was auch damals wirklich viele Fragen aufgeworfen hat, ist von der Dark Horse Innovation. Und es nennt sich Thank God It's Monday. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich nicht unkritisch, aber vielleicht ein bisschen kritisch mit Organisationsstrukturen und Teamstrukturen auseinandersetzen möchte.
Ein weiteres Buch, was mich bis heute begleitet, ist das Management Why. Darin sind 2 unterschiedliche Menschentypen beschrieben. Zum einen der Pionier und auf der anderen Seite der Siedler. Und das als Grundverständnis mitzunehmen, um auf Menschen einzugehen, finde ich super spannend und hilft mir eigentlich fast täglich. Wenn es um Inspiration geht, da bin ich bei Kunstausstellungen. Also das ist etwas, was mich schon mein Leben lang eigentlich begleitet. Früher war es dann eher die klassische Kunst, jetzt bin ich mittlerweile eher bei der modernen. Immer wieder auch super gerne Grafiken, die mich sehr ansprechen. Und ja, fast schon so ein wiederkehrendes, jährliches Must-Have ist die Nordart, die auch aktuell gerade läuft. Die läuft über mehrere Monate. Das ist ein sehr großes Areal, wo aktuelle Künstler ausstellen, sowohl Skulpturen, die dann draußen oder drin auch ausgestellt sind, aber Bilder. Und ja, da kann man sich eigentlich den ganzen Tag aufhalten und es müsste für jeden was dabei sein. Das geht noch bis in Herbst diesen Jahres. Findet in der Nähe von Kiel statt.